Hallo, ich bin Jacuza. Ich bin heute auf Munchies und zeige euch, wie man kocht. Denn man schießt nicht auf andere, man kocht. Das war jetzt gerade mal so der Freestyle. Also ich zeige euch heute das beste Cordon Bleu der Welt. Das wirklich perfekte Cordon Bleu. Alle anderen können es nicht. Also ich fange jetzt mal an mit der Rucola-Füllung. Ja. Die kann man dann schön beiseite legen und ein bisschen ziehen lassen. Ich probiere gerade aus, blind zu schnippeln. Und funktioniert. Dann haben wir mal den ersten Teil der Füllung. Dann nebenbei mache ich jetzt die Panade fertig. Man nehme Cornflakes und mache so. Ich hasse dieses Gefühl, es ist so wie, als würde man Eis von der Autoscheibe abkratzen. Das ist normales Paniermehl, Cornflakes, geschreddert. Dann kommt noch rein Sesam. Und das ist ziemlich einfach zu machen, du brauchst das ganze Zeit nur rubbeln. Dann mache ich auf die Schnelle die Joghurtsoße. Zu Hause nehme ich natürlich immer 0,1% Fettjoghurt. Aber so ein 10%iges schmeckt einfach besser. Und mir ist es ja egal, die Leute, für die ich heute koche, sollen alle fett werden. So. Siehst du, und habe ich es geschafft. Oh Mann, ey. Habt ihr Pflaster? Oh Mann. Ach, hier machst du einen auf coolen Rapper, der kochen kann. Was für ein Blödsinn. So, dann kommst du hier hin so, und hast so einen Finger. Welcher coole Typ hat so einen Finger, Alter? Kein cooler Typ hat so einen Finger. Sobald das Ding verheilt ist und ich nicht mehr alles voll blute, bin ich wieder am Start und dann koche ich das Essen noch zu Ende. So. Scheiße. So, jetzt bin ich wieder hier und versuche heute mal mir nicht die ganze Hand abzuhacken. Wir fangen auch gleich da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und das ist dieser verdammte Schnittlauch. Und heute habe ich mein eigenes Messer dabei. Ne? Und bin heute ganz vorsichtig. Versuche nicht mehr den großen Koch rauszuhängen lassen, also eher demütig. Es hat geklappt. Unfassbar, ich kann Schnittlauch schneiden. Und der ist für so eine Joghurtsoße. Also bei sowas ist es am besten, ich weiß, für die Fitness nicht cool, aber wenn es schmecken soll, immer einen richtig schönen fetten Joghurt nehmen. Das ist keine große Hexerei, man nimmt einfach Schnittlauch, ein bisschen Joghurt, dann haben wir Salz rein, schön Pfeffer noch, aber schmeckt halt so. So, jetzt machen wir das Fleisch. Das Original Wiener Schnitzel ist ja vom Kalb und deswegen machen wir das auch das Cordon Bleu jetzt vom Kalb. Als erstes musst du natürlich das Fleisch immer klopfen und dann nimmst du am besten, dass es nicht spritzt. Das ist eklig klingt, ey. Entweder, am besten sind Gefrierbeutel. Ich habe jetzt nur Klarsichtfolie da, aber wenn du keinen Fleischhammer hast so, und stabile Messer, dann kannst du das immer mit einem Messer klopfen. Ich habe das in meiner Lehrzeit stundenlang machen müssen mit dem Fleischhammer. So. Also, entweder musst du Kartoffel schälen das erste halbe Jahr oder Schnitzel klopfen den ganzen Tag lang. Ich habe es gehasst. So, dann, haha, das ist nämlich der, ich kann den ganzen süßen Senf nehmen. Erstmal einstreichen das Ganze. So, süßer Senf ist wichtig. In Österreich macht man das oft, dass man so scharfen Senf in die Panade macht, weil es dann knuspriger wird. Angeblich. So, wenn man es aber kann, dann wird es auch so knusprig. So, Salz und Pfeffern natürlich. So, das ist Rohschinken. Schön über die ganze Länge. Und auch gucken, dass alles damit ausgelegt ist. Das ist natürlich auch noch ein extremer Geschmacksgeber. Deswegen braucht man das ganze Ding auch nicht so heftig würzen. So. Dann machen wir da in die Mitte schön Parmesan. Und jetzt zum Schluss noch der Rucola. Rucola ist ja auch, schmeckt ja richtig krass nussig. Und zusammen mit dem Rohschinken und dem Ding wird das schon episch. So, dann nimmt man das und rollt das halt. Also immer ein bisschen anziehen auch, dass es eng wird. Yes. So, jetzt haben wir die Dinger fertig und jetzt wird das Ganze natürlich paniert. Und diese Dinger muss man zweimal panieren, weil ich jetzt keine Spieße drin habe und das muss halt eine feste Packung werden. Das heißt, man fängt an,
Wälzt das schöne Mehl. Dann in die Eier. Also man macht da so richtige Taschen draus. Ne? So. Dann macht man es nochmal in die Eier, um wirklich so eine richtig krasse Hülle zu bekommen. Dann ganz sanft andrücken, nicht zu fest. Und voilà, da haben wir das. So, jetzt legen wir das auf das Teller. Auf den Teller heißt es ja. Bei uns in Österreich heißt es das Teller, sorry. Also ihr braucht nicht glauben, ich kann nicht Deutsch, aber da gibt es ein paar Sprachbarrieren. Jetzt mache ich langsam das Öl heiß. Dann fangen wir das Ding an zu braten. Das muss nachher noch in den Ofen und ich muss jetzt erstmal Hände waschen. So, das ist das Optimale. Man sollte das nicht in die volle Hitze reinschmeißen. Das wird sonst außen schwarz und innen ist es noch komplett roh. Deswegen immer so gut auf die Hitze aufpassen, das ist sehr wichtig. Als ich noch gelernt habe, hatten wir immer so Mutproben. Wir haben uns im Finger paniert, 3-mal. Und dann haben wir den in die Fritteuse gehalten. So. Und wer es am längsten ausgehalten hat, hat halt gewonnen. So. Dann konntest du Dienst tauschen praktisch. Wenn du keinen Bock auf Nachtschicht hattest, so hast du immer den Finger in die Fritteuse gehalten. Also ich habe das Backrohr jetzt auch schon vorgeheizt, weil das Ding muss dann später noch ein bisschen rein, so 10 Minuten bei ungefähr 80 Grad. Gut, ihr seht, es ist braun genug. Ist natürlich noch nicht durch. Deswegen muss man das Ganze abtropfen jetzt. Und gucken, dass nicht zu viel Fett in der Panade hängen bleibt. Vorsichtig halt nicht drücken, weil sonst geht das Knusprige raus und das Ganze bricht halt natürlich. So, und ab in den Ofen. So, jetzt richten wir das Ganze an. Die waren jetzt circa 12 Minuten im Rohr. Dann schneiden wir das einfach mal hier durch. Jo. Boah, das ist perfekt. Dann setzen wir dieses Teil hier hin. Wir haben jetzt hier ein gepimptes Cordon Bleu mit Sesam-Gurkensalat, einem Schnittlauchdip und einem steirischen Kartoffelsalat. Ich habe es geschafft, ohne mich selbst zu verletzen. Wunderbar, super. Ja, guten Appetit.